China, anders als jedes Land, das wir je zuvor gesehen haben. Eine Kultur, die wir davor nur aus Büchern oder Berichten kannten. Und einer Bevölkerungsdichte, die uns nach so langer Zeit in der Mongolei komplett überwältigt hat. Wir nehmen euch mit über die Grenze und zeigen euch unsere ersten Erfahrungen mit dem Wohnmobil in China. Hi, wir sind Andi und Myri und mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny dokumentieren wir hier unsere Reise nach Asien. Hallo und Sembeno, ein letztes Mal aus der Mongolei. In wenigen Tagen werden wir nach China reisen und das in einer sehr, sehr großen Gruppe. Doch bevor es soweit ist, stimmen wir uns erstmal darauf ein. Also, großes Spektakel hier. Wir sind gerade hier, um die Grenze für morgen mal auszuchecken. Und ich war eben bei einem Soldaten, um zu fragen, wann sie aufmachen. Und der war so lieb, hat direkt sein Handy genommen und einen Kumpel angerufen, der Englisch sprach. Und hat mir mal das Handy hingehalten, damit er übersetzen konnte. Wenn ich das richtig verstanden habe, öffnet die Grenze morgen für normale PKWs um 8 und hat bis 14 oder 15:30 Uhr offen. Und dann Mittagspause und dann irgendwann wieder auf. Und für Trucks, also für LKWs, ist die Grenze jederzeit offen. Finde ich auch sehr spannend. Und hier ist die Hölle los. Also hier sieht man die ganze Zeit LKWs. Da hinten geht die Reihe weiter. Die ist fast 1 Kilometer lang, würde ich sagen. Und die PKWs, die normalen PKWs, die wursteln sich hier immer so ein bisschen durch. Weil es gibt anscheinend eben keine Reihe für normale PKWs. Und ich glaube, das wird morgen auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Bei diesem Wasserhaus an der Grenzstadt zu China haben wir nochmal unser Trinkwasser aufgefüllt. Es war leider ziemlich schlechte Qualität, das sollten wir aber erst später merken. Und wir haben hier nochmal versucht, unsere wenigen Wörter Russisch auszupacken, die wir dann in den nächsten Monaten wohl nie wieder brauchen sollten. Lang haben wir drauf hingefiebert, aber am nächsten Morgen war es dann soweit und so haben wir uns mit all unseren 10 Fahrzeugen in Bewegung gesetzt und sind zur mongolisch-chinesischen Grenze, um dort gemeinsam den Grenzübertritt zu tätigen. So, wir sind jetzt quasi vor der mongolischen Grenze auf dem Weg nach China und wir warten hier, denn es gibt ein Importdokument für all unsere Fahrzeuge, 10 Stück, und die kommen entweder alle über die Grenze oder keins. Das heißt, wir hoffen, dass wir heute schnell durchkommen, deswegen stehen wir hier auch schon so früh, sind alle schon um 6 Uhr losgefahren. Es ist 7 Uhr gerade und hier sind so viele coole Overlander-Fahrzeuge. Das ist der Wahnsinn. Da Genau. Oskar und Ursula, hier mal den Lukas, Lone und Kuno. Aber das Ding ist halt, genau, das heißt, wenn unsere Fahrzeuge, weil die werden ja auch noch geprüft, heute nicht durchkommen, müssen wir heute Nacht alle ins Hotel. Ja. Und da wir ja Fahrzeuge dabei haben mit Kindern, mit Hunden, mit Kindern und Hunden und das immer so ein großer Aufwand ist, hoffen wir, dass wir in einen Rutsch drüber kommen und alle in unseren Fahrzeugen heute Nacht schlafen können. Ja. Es setzt sich in Bewegung. Also wir sind auf dem Weg, die Mongolei zu verlassen und in China einzureisen. So ein spannender Tag. Also gestern wurde schon eine Reihenfolge ausgeklügelt, weil wir ja im Pulk über die Grenze müssen. Also alle oder keiner. Und wie wir am schnellsten durchkommen. Und da haben wir gesagt, Kinder und Hunde zuerst, danach Hunde, dann große Fahrzeuge, dann kleine Fahrzeuge.
Mal gucken, ob unsere Strategie aufgeht. Oh, hier ist eine coole Trucker-Kamera drauf. Mit der Volvo-Cappy. Und es geht los. Der Andi ist gerade mit den Fahrzeugpapieren und unseren Pässen nach vorne gegangen. Die werden jetzt alle in dem Pool kontrolliert, in dem wir unterwegs sind, oder in der Gruppe. Und dann können wir wahrscheinlich über die mongolische Grenze und dann geht's auf die chinesische Seite. Da hinten müssen wir rüber. Und, wie war's? Super, wir sitzen hier im Schatten, unsere Fahrzeuge sind um uns herum geparkt. Wir warten noch 3 Stunden, bis wir unsere Inspektion bekommen, weil gerade Mittagspause ist und dann geht's weiter. Ja, ich glaube, wir gehen mal was essen, vielleicht einen kleinen Mittagsschlaf machen. Ja. Und wir sind in China. Genau. Welcome to China. Ni hao. Ni hao. Shishi. Keine Ahnung, lange drüber verrückt gemacht, viel drüber nachgedacht und am Ende war das mit einer der einfachsten Grenzübergänge überhaupt. Ja. Also der Grenzübergang selbst war sehr einfach, aber wir mussten 4 Stunden lang warten, bis die Mittagspause vorbei war, damit unsere Autos untersucht werden konnten. Und dann wurde nur die Fahrzeugidentifikationsnummer überprüft und dann wurde die Motorblocknummer auf dem Motor nochmal angeschaut und dann ein Fach im Inneren des Fahrzeugs geöffnet. Das war es dann schon. Wir haben natürlich nichts eingeführt, was verboten ist. Ist klar. Aber hier auf der App. die App spricht mit uns Chinesisch. Ja, sie reden mit uns. Und hier zeigt sie, wie lange die Ampel noch grün ist. 12 Sekunden, 14 Sekunden. So geil. Ja, übrigens, als ich quasi meine Passport-Kontrolle gemacht habe, war vor mir ein Tablet und hat mir alles auf Deutsch übersetzt. Die Franzosen haben erzählt, die haben es auf Französisch übersetzt bekommen. Es ist ultra krass modern gewesen. Und dieses Mal war eigentlich irgendwie, die mongolische Grenze war eigentlich entspannt, aber irgendwie haben die es nicht ganz auf die Kette gekriegt. Es war wieder ein bisschen verrafft. Ja. Ich habe es geschafft, als Autofahrer nicht bei den Autofahrern auszustempeln, sondern wir als Beifahrer auszustempeln, wodurch ich dann wieder kurz reinstempeln musste, wieder raus oder irgendwie. 前方路段限速40 1.7公里内有多个闯红灯拍照。 Ja, das machen wir. Ich glaube, sie meint in 2,8 Kilometern in der dritten Ausfahrt in der 有多 Gleise. 个违法拍照， Ah, 请按规定车道行驶。 genau. Da fährt auf the main road. Wir gehen jetzt Geld abheben in der Bank. Der erste Stopp nach der Grenze war dann die Bank und wir sind mit unseren 10 Fahrzeugen hingerollt. Dort wurde dann mit Kreditkarten Geld abgehoben und auch Geld gewechselt. Und im Anschluss haben wir einen großen Supermarkt angesteuert, denn wir haben uns schon richtig drauf gefreut, wieder viel Gemüse und frische Sachen einzukaufen. Wir sind in unserem ersten chinesischen Supermarkt. Es sieht ein bisschen aus wie eine Mall. Ja. Ah ja, guck mal da. Oh. Okay. Ich dachte schon, das war gerade ein bisschen wenig. Also, mein Rucksack wurde gerade hier in so eine Tasche reingetan und die Tasche wurde verblombt, dass ja nichts rein und raus wandert. Das Ist das nicht fancy? Das ist fancy. Und guck mal, was es hier für Paprika gibt. Da wir keine frischen Lebensmittel mit über die Grenze nehmen durften und es in der Mongolei darüber hinaus schwer war, frische Lebensmittel zu bekommen, Oh. Ich glaube, das sieht an. Ich weiß nicht, was das sieht aus wie Ausgang. Ja. waren wir super, super froh und erleichtert, dass es in China wirklich alles, was du dir wünschst, zu kaufen gibt. Wir waren so froh, dass wir wieder frisches Obst und Gemüse ganz ohne Bedenken einkaufen konnten. Und erst da ist mir dieses Privileg, das wir in Europa haben, dass wir wirklich zu jeder Zeit wirklich alles kaufen können, so richtig bewusst geworden.
Was willst du alles kaufen? Ganz viel Gemüse. Zum Preisniveau in den chinesischen Supermärkten kann man sagen, dass es grundsätzlich für uns Europäer günstiger ist, dort einkaufen zu gehen und die Vielfalt der Produkte, die man erhält, auch viel, viel größer ist. Aber dennoch muss man sagen, europäische Produkte wie Kaffee, Schokolade oder Brot, da zahlt man dann auch europäische oder amerikanische Preise, was ja logisch ist, denn genau diese Produkte müssen importiert werden. Auf der Pepsi ist ein Drache drauf. Oh, geht ohne Zucker. Cool. Wir haben das zweite Stockwerk gefunden, das ist unglaublich. Ein halber Baumarkt, Haushaltsmarkt, alles. Der ist hier echt nicht, also das ist echt schwierig, hier nicht irgendwie in einen Kaufrausch zu verfallen. Platze. So viel Information, so viel So, unser erster Campground für die Nacht in China. Die erste Nacht in China. So, das Tsingtao-Bier scheint wohl ein sehr gutes zu sein. Und wir haben, glaube ich, einen großen Vorrat. Zeig mal, Miri. Wer hat uns das empfohlen? Kuno. Oh. Russia Tiramisu. Und wir schauen mal rein. Oh Gott. Dann nimm du einen Hund, dann kann ich filmen. Willst du einen Hund lieber nehmen? Ja. Das Wasser aus der Mongolei war kaum trinkbar, deswegen haben wir hier nochmal Wasser getankt. War auch nicht trinkbar, aber trotzdem besser. Wir sind in China leider nicht zu einem Hund gekommen. Das ist Otti. Otti ist der Hund von Madeleine und Lukas, die mit uns mitgereist sind. Die beiden haben noch kleine Kinder und um Arbeit abzunehmen, habe ich beschlossen, jeden Morgen mit Otti eine Runde zu laufen. Ja. Charlotte? Boah. Wir waren jetzt oder sind jetzt auf der chinesischen Verkehrspolizei und wir haben gekriegt ein Kennzeichen, das quasi vorne rechts in der Windschutzscheibe befestigt werden soll. Und Andi hat einen chinesischen Führerschein bekommen, mit dem er in China jetzt herumfahren darf. Und ja, wie fühlst du dich dabei? Boah, ich fühle mich so ermächtigt. Jetzt fahren wir weiter Wohin? zu unserem zweiten Übernachtungsplatz. Richtung Beijing, aber nicht ganz bis dahin. Also Richtung Peking, aber das schaffen wir heute nicht. Sondern wir fahren nur 350 Kilometer, so eine Katzensprungstrecke. 起点在候车线行路段，请合理安排出行，前往乌兰察布市。全 So, ich wollte noch mal kurz festhalten, es gibt, obwohl wir hier in Ehrenhut der ersten Grenzstadt sind in China, quasi 10 Kilometer Luftlinie von der Mongolei, echt krasse Unterschiede. Auf der mongolischen Seite, zum Beispiel in der Grenzstadt, waren außer einer Hauptstraße zwischen den Häusern halt eher noch diese Dirt Roads. Hier in Ehrenhut, also in der Stadt in China, in der ersten, ist einfach krass modern, groß, super moderne Straßen. Also eine kleine Stadt wahrscheinlich für die Chinesen, aber für uns eine große Stadt. Und der allergrößte Unterschied, und das ist wirklich ein krasser Unterschied, hier gibt es ultra viele Bäume. Also die Parks sind super krass begrünt. An jeder Straße stehen Bäume und das ist, wenn man wirklich wochenlang nur Grassteppe gesehen hat und wenig Bäume, ein echt krasser Unterschied.
Bevor ich es vergesse, ab der ersten Sekunde, als wir nach China eingereist sind, hatten wir eine Reiseleiterin dabei, Ying Chu, die uns wirklich 24/7 beratend zur Seite stand und sich jedes Problem, wirklich jedes angenommen hat. Ich wollte sie nicht missen. Ich finde, sie war ihr Geld absolut wert und das möchte ich einfach nochmal erwähnen. Noch 700 Meter, bis wir den Übernachtungsplatz erreichen. 400米后向右，经过第一路口， Da sind sie, 随后50米右转。 Wir erreichen unsere Leute. Wir haben die Herde wiedergefunden. Ein Wohnmobilparkplatz. Da stehen noch welche. 您已偏航， Sind sie also? 向左前方行驶，随后立即到达目的地附近。到达目的地附近，目的地在您左侧。本次导航结束。 Oh, ist aber schön hier. Sehr schön angelegt. Ja. Mutti? Wie schmeckt das chinesische Gras? Super. Taste Test. Info für alle Hundebesitzer. Hunde in der Nähe von Städten ist so ein bisschen tricky. Hier war der Hund im Park jetzt erlaubt. Oft sind sie da leider aber verboten. Und es gibt halt auch echt viele Straßenhunde und Straßenkatzen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Tag 3 unserer China-Durchquerung. Woo! Ja, das ist so, weiß nicht, Ein irgendwo. Brückenhaus. Ja, und da im Hintergrund ein großes Energiekraftwerk und hier sind die riesengroßen Hochhäuser. Die sind aber echt riesig. Junge, Junge, Junge. Hast du das Riesenrad gesehen? Ja, guck mal hier. Ja, Auch so cool gestaltet. absolut. Also, wir starten heute Richtung große chinesische Mauer an unserem 3. Tag hier in China. Und ja, gestern hat es die ganze Zeit geregnet. Heute scheint das Wetter besser zu sein. Regen ist auch erst gegen 20, 21 Uhr angesagt. Und mildes Wetter. Und ja, wir haben hier mal wieder in einer Kleinstadt übernachtet mit nur ein paar Millionen Einwohnern. Hier witzeln wir noch, dass das eine Kleinstadt ist. Aber wir sollten rausfinden, das war es halt leider wirklich. Wir folgen eine von den 5 linken Spuren. Ist eine kleine Hauptstraße hier in der Ministadt. Kein Wunder, dass die Chinesen, wenn sie in Europa sind, immer alles fotografieren, weil das ist echt schon ein großer Kontrast. Was auffällt ist, wir haben einen Wochentag und wir haben jetzt gerade kurz vor 9 und sind auf einer Hauptverbindungsstraße und der Verkehr sieht so aus in einer Riesenstadt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Hier sieht man unsere allererste Mautstation. Und auch da wurden wir vorher gebrieft von unserer Reiseleiterin. Man erhält hier eine blaue Karte, die man am Ende, wenn man eine Mautstraße verlässt, wieder abgibt. Und dort werden alle Daten gespeichert, was man für ein Fahrzeug ist, wie viel man bezahlen muss und welche Strecke man genommen hat. Während unserer gesamten China-Durchfahrt waren wir extrem beeindruckt von den Autobahnen und vor allem davon, dass obwohl China von der Fläche doppelt so groß ist wie komplett Europa, überall im Land die gleichen Mautstationen und das gleiche Mautsystem etabliert hat. Hier sieht man übrigens, wie wir durch die innere Mongolei fahren. Das ist ein Bereich in China, der nichts mit der Mongolei zu tun hat, aber hier ist auch noch eine sehr geringe Bevölkerungsdichte, man sieht sehr viel Steppenlandschaften.
Natürlich haben wir auch unser erstes Tankerlebnis dokumentiert und nach so einer langen, unsicheren Zeit bezüglich der Dieselqualität in Zentralasien und Ostasien waren wir echt froh, dass man in China wieder überall Diesel auf Euro 6 Qualität erhält. Auch die Raststätten an der Autobahn haben uns beeindruckt. Man bekommt hier nicht nur das, Ein Kätzchen fürs Auto. Oder der Drachen, der den Mund aufmacht. Oder hier unten so ein kleines Tierchen. sondern auch alles, was man für eine längere Strecke auf der Autobahn benötigt. Vor allen Dingen erhält man überall heißes Wasser für Tee und Speisen. Die Autobahn hat uns ein so schnelles Vorankommen ermöglicht, dass sich für uns innerhalb von wenigen Stunden die Landschaft von Steppe zu grüner Berglandschaft veränderte. Umso näher wir Richtung Peking gefahren sind, umso grüner wurde es. Es ist wirklich super steil. Es geht hier quasi senkrecht hoch. Ich zeig das mal. Also ich fand das jetzt ziemlich cool, dass es hier so extrem untouristisch war. Also es sind wirklich nur ganz wenig Leute noch hier. Und ich habe immer nur Bilder gesehen gehabt, wo man fast keine Mauer mehr sah vor lauter Leuten. Und hier ist wirklich wenig los. Fast nur unsere Gruppe und vielleicht noch 10 andere Menschen. Sehr cool. Hierzu möchte ich noch was sagen. Wir sind im September durch China gefahren, aber Anfang Oktober gibt es eine Woche Urlaub für alle Chinesen, also quasi ein Land, das größer ist als Europa, und alle auf einmal haben Urlaub. Und wir sind extra im September durch dieses Land gefahren, denn im Oktober haben, wie gesagt, alle frei. Und wir haben von zuverlässigen Quellen im Oktober ein Bild erhalten, wie sich auf dieser leeren Mauer, die ihr gerade seht, Hunderte, Tausende, Millionen von Chinesen tummeln und miteinander kuscheln. Drei Tage waren wir erst hier und schon waren wir so beeindruckt von diesem riesengroßen Land. Da all unsere Eindrücke ein Video sprengen, machen wir jetzt erstmal Schluss. Beim nächsten Mal fahren wir in einer Nacht- und Nebelaktion nach Peking, der Hauptstadt des Landes, schauen uns die verbotene Stadt an, erfreuen uns an diesem wirklich tollen öffentlichen Verkehrsmittelsystem. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann klickt doch gerne wieder rein. Wir sagen jetzt erstmal Ciao, Tschüss und auf Wiedersehen.